Wenn es etwas gäbe, das Ihren langfristigen Unternehmenserfolg gefährden würde, wer von Ihnen würde dann gerne wissen, was es ist? Sehr schön, dann sind Sie hier schon mal richtig. Und wer von Ihnen wäre dann auch bereit zu handeln, also etwas dagegen zu tun? Sehr schön, das freut mich auch, weil ich handle nämlich auch täglich. Ich bin nämlich internationale Expertin im Bereich Nachhaltigkeit und Cybersicherheit und setze mich jeden Tag, sowohl beruflich als auch privat, für einen gesünderen Planeten und eine sicherere digitale Welt ein. Und was mir dabei auffällt, ist, dass die meisten Unternehmen sich zwar für Nachhaltigkeit und Cybersicherheit einsetzen, aber nicht genug. Zum Beispiel überbeanspruchen wir die planetarischen Ressourcen, die uns hier in Deutschland für 2020 zur Verfügung stehen, schon seit Mai. Und laut dem BSI-Lagebericht von vor 2 Wochen ist die IT-Sicherheitslage in Deutschland weiterhin besorgniserregend. Und das wundert mich, weil die Kosten, die entstehen können, wenn etwas schief läuft, viel höher sind als die Investitionen, die wir brauchen, um die Risiken erheblich zu reduzieren. Zum Beispiel ein Datenklau kostet deutsche Unternehmen durchschnittlich 5,3 Millionen $. Und obwohl es mich wundert, verstehe ich es gleichzeitig auch, denn ich war auch mal an dieser Stelle. Bis vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren habe ich angefangen als Ethical Hacker, um Unternehmen zu unterstützen, ihre Webseiten sicherer zu machen. Und mit Nachhaltigkeit hatte ich damals noch nicht so viel zu tun. Bis dann aber 4 Jahre später mein damaliger Arbeitgeber uns als Mitarbeiterin gefragt hat, um Ideen einzureichen, über was sie tun konnten, um nachhaltiger zu werden. Und ich war begeistert, denn nur wenn wir handeln, können wir etwas bewegen. Also habe ich fleißig gebrainstormt über, was das Unternehmen tun kann, um nachhaltiger zu werden. Und dann ist mir aber eine Idee eingefallen, die ich selbst umsetzen konnte. Eine Challenge, um meinen eigenen Alltag 1 Jahr lang jeden Tag auf eine neue Art und Weise umweltfreundlicher zu machen. Und um diese Challenge erfolgreich umsetzen zu können, war es wichtig, die Antwort auf 4 Fragen zu finden. Wofür? Warum? Wie? Und was? Und die erste Frage, wofür, wurde mir immer klarer, je länger ich mich mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt habe. Weil in den Medien hören wir immer über Klimawandel, aber wir haben mit 3 Umweltkrisen gleichzeitig zu tun. Also Klimawandel, ja, aber auch Umweltverschmutzung und Artensterben. Und die Konsequenzen, die beschränken sich nicht nur auf einen höheren Meeresspiegel. Die Konsequenzen sind unglaublich vielfältig und weitreichend. Für wen von Ihnen ist es zum Beispiel neu, dass höhere Temperaturen während einer Schwangerschaft bei ungeborenen Jungs die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Ende vom Urinaltrakt nicht am Ende des Penis liegt, sondern irgendwo in der Mitte? Furchtbar. Und deswegen ist es in meinem Kopf klar, wie wichtig es ist, mich für Nachhaltigkeit einzusetzen. Und deswegen ist auch die Antwort auf die zweite Frage, warum, mir klar. Wenn ich nämlich früher oder später irgendwann im Sterbe liegen, dann möchte ich auf ein Leben zurückblicken, worin ich wirklich alles dafür getan habe, in meine Macht, um die Welt mindestens so schön zu hinterlassen, wie sie jetzt ist. Und das berührt mein Herzen. Und deswegen bin ich intrinsisch motiviert zu handeln. Und nicht nur, weil andere mir sagen, was ich tun muss. Und weil ich also im Kopf und im Herzen motiviert bin, ist die nächste Frage, wie? Wie möchte ich meinen Beitrag leisten? Am Anfang habe ich tatsächlich diese Challenge erfolgreich umgesetzt und dabei Menschen über die ganze Welt inspiriert, auch umweltfreundlicher zu leben. Und spannenderweise waren dabei meine Hackerfähigkeiten unglaublich hilfreich, weil anstatt Sicherheitslücken in Webseiten zu suchen,
habe ich Nachhaltigkeitslücken in meinem Alltag gesucht. Und natürlich Lösungsansätze. Heutzutage mache ich auch sehr viel Wissenschaftskommunikation, um uns allen in der Lage zu versetzen, aufgrund von wissenschaftlichen Ergebnissen zu handeln. Und da die Antwort auf die dritte Frage, wie, sich entwickelt, entwickelt sich auch die Antwort auf die vierte Frage, was? Was ich konkret tue. Am Anfang habe ich vor allem über Social Media Posts inspiriert. Heutzutage schreibe ich auch Bücher, spreche zum Beispiel bei der United Nations und unterrichte. Und wenn Sie vorher Ihre Hand gehoben haben, als ich gefragt habe, ob Sie bereit sind zu handeln, dann bitte ich Sie, sich noch intensiver mit Nachhaltigkeit und Cybersecurity auseinanderzusetzen und sich dafür einzusetzen. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Vortrag Ihnen schon bereits helfen konnte, um die Antwort auf die ersten beiden Fragen, wofür und warum, zu finden, für Ihren Erfolg. Und wenn Sie nicht genau wissen, wie oder was Sie konkret tun können, dann holen Sie sich Hilfe. Denn es sind nun mal 2 sehr große und komplexe Fachbereiche. Denn nur so können Sie langfristig erfolgreich sein. Dankeschön.